Isst lieber gar kein Fleisch und werdet Vegetarier, als auch euren Kindern Geflügelfleisch zu geben. Weil Geflügelfleisch in der konventionellen Haltung das Schlimmste ist, was ihr eurem Kind antun könnt. Wenn du Lust unbedingt hast, dann isst von mir aus, aber gibt es nie im Leben deinen Kindern. Vollgepumptes Antibiotika-Hähnchenfleisch aus der Massentierhaltung zu geben. Den Tieren geht schlecht, die werden ja nur als Produkt wahrgenommen. Aus dieser Überzeugung bin ich Vegetarier geworden, 2 Jahre. Du bist, was du isst, es gibt nichts umsonst, diesen ein Sprichwort. Das Essen, was du zu dir nimmst, macht etwas mit dir, sowohl geistig als auch körperlich. Die meisten Krankheiten kommen ja von dem, was wir essen, und trinken. Das beste und einfachste Beispiel ist Krebs. Chicken aus der Massentierhaltung. Ich kann euch wärmstens empfehlen, die Finger weg davon zu lassen. Das macht euch sowohl geistig als auch körperlich kaputt. Wie heißt du und wer steckt hinter Yusufs Bio? Mein Name ist Yusuf Turner. Yusuf unter Yusufs Bio steckt meine Wenigkeit. 2011 ist die Idee entstanden in der Abiturphase. Da habe ich gelernt, wie zum Beispiel, wie die Aminosäuren in unserem Körper funktionieren und wie viel Krebszellen die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, ob die uns gut tun und schlecht tun. Das ist mich tatsächlich so sehr fasziniert, dass ich nach Fragen aus dem Koran und aus der Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachgesucht habe, bis ich gesagt habe, ich werde erst dann wieder Fleisch essen, wenn ich weiß, ich kann mit gutem Gewissen dieses Tier, dieses Geschöpf, das uns Allah subhanahu wa ta'ala zur Verfügung gestellt hat, jetzt genießen. Und deswegen heißt auch das Unternehmen Yusufs Bio mit gutem Gewissen genießen. Aus diesen 2 Aspekten. Aus der ethischen auch und der religiösen Aspekt. Wie ist diese Idee entstanden? Du bist, was du isst, es gibt nichts umsonst, diesen ein Sprichwort. Das Essen, was du zu dir nimmst, macht etwas mit dir, sowohl geistig als auch körperlich. Mit dieser Überzeugung habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Zuerst ethisch, dass ich diese Tiere aus der Massentierhaltung die gesamten Konzerne nicht unterstützen wollte, weil ich gemerkt habe, hey, die werden nur reicher, den Tieren geht schlecht, die werden ja nur als Produkt wahrgenommen. Aus dieser Überzeugung bin ich Vegetarier geworden, 2 Jahre und habe mir persönlich die Frage gestellt, aus der koranischen Perspektive, hey, okay, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dazu? Und wie hätte unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie hätte er reagiert? Wenn man alleine sich mit dem Thema beschäftigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, was euch halal ist, berichtet, gibt es bei fast so gut wie jeder Stelle, heißt es halal und tayyiba, ist immer von dem, was euch halal und tayyib ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet überhaupt dann tayyib? Das tayyib für mich bedeutet nicht nur, dass das Tier sauber ist und nicht dreckig ist, sondern dass es ein reines, gutes Leben hatte. Und aus dem Grund habe ich mich gegen Massentierhaltung und für die Weidehaltung und für die Halal-Schlachtung als praktizierender Muslim entschieden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich auf den Weg machen, eine Alternative zu finden. Und so habe ich tatsächlich angefangen mit WhatsApp-Gruppen, mit Google Docs, Bestellungen annehmen. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab Tage und Phasen, wo ich meine Miete nicht bezahlen konnte. Neben meines Studiums, trotz Arbeit, alles in Yusufs Bio investiert hatte, um meine Miete nicht zu zahlen zu können. Und aber Alhamdulillah, Allah macht Türe und Tore zu und gibt dir mehrere und bessere Türe und Tore auf. Und so hat die Geschichte von Yusufs Bio angefangen. Welche Vision hast du? Mein Wunsch ist tatsächlich, den Menschen, insbesondere Muslimen, Bio-Halal-Fleisch, ihnen so nah wie möglich zu machen. Und das ist mein größter Wunsch, meine größte Dua sozusagen. Was bedeutet Halal? Im Bereich Fleisch gibt es 4 wichtige Hauptbestandteile. Erstens, dass das Fleisch halal sein muss, also kein Schweinefleisch sein darf. Zweitens, dass das Tier, das du geschlachtet hast, ausbluten muss. Das Tier mit einer Teskir, nennt sich das, mit dem Namen Allahs geschlachtet wird. Und dass das Tier nicht tot, also kein Aas sein darf. Das sind die 4 elementare Bausteine für eine Halal-Schlachtung, was Allah im Koran beschreibt. Was es für mich zusätzlich bedeutet und deswegen Bio-Halal oder Halal und Tayyiba ist, dass es nicht nur halal geschlachtet sein darf und muss, sondern auch, dass das Tier ein gutes Leben hatte. Dass das Tier würdevoll gelebt hat und würdevoll stirbt. Wie kann Halal denn würdevoll sein? Meiner Meinung nach ist Halal die beste Art und Weise, wie man ein Tier tatsächlich zum Tod führen kann. Weil wenn man auch in die Zeit des Propheten mal guckt, es war so essentiell wichtig, dass das Tier vorher ein Stück Wasser bekommt. Es ist ja auch in der Sunna, dass das Tier, bevor man ihn auch tötet, sozusagen noch gesorgt wird für das Tier. Das wissen viele gar nicht oder übersehen das. Oder dass das eine Tier mit dem anderen nebeneinander geschlachtet werden soll. Der Islam regelt sogar die Schlachtung bis ins Detail. Man denkt immer, zack,
Kehle und Tschüss und Tod. Es ist weit darüber hinaus, was Halal eigentlich bedeutet. Was wir heute in der Massentierhaltung leider komplett übersehen. Wir gehen einfach in die Regale, kaufen uns unsere Sujuk oder unsere Würstchen, was immer noch 2026 teilweise für 2,99 vollgepumpt mit Separatorenfleisch von E-Nummern wir unseren Kindern immer noch geben. Muss ich nicht verstehen, kann ich auch nicht verstehen. Obwohl da ein riesengroßes Halal-Siegel und Zeichen ist. Aber ich check und will es auch gar nicht checken. Ich sag jedem, isst lieber gar kein Fleisch und werdet Vegetarier, als auch euren Kindern Geflügelfleisch zu geben. Weil Geflügelfleisch in der konventionellen Haltung das Schlimmste ist, was ihr eurem Kind antun könnt. Weil es ist ja meistens so, man tut sich ja den Kindern meistens mehr Acht geben als sich selbst. Wenn du Lust unbedingt hast, dann isst von mir aus, aber gibt es nie im Leben deinen Kindern. Vollgepumptes Antibiotika, Hähnchenfleisch aus der Massentierhaltung zu geben. Ich kann die Leute draußen nur darum bitten, das nicht zu machen. Das ist das Allerschlimmste, was du einem Menschen zum Lebensmittel geben könntest. Welche Auswirkungen könnte es haben? Das beste und einfachste Beispiel ist Krebs. Die meisten Krankheiten kommen ja von dem, was wir essen, ja, und trinken. Fleisch hat eine Aminosäure, die sehr nah ist an dem Menschen. Und deswegen ist es essentiell, nur gesundes Fleisch zu essen und nur in Maßen zu essen, weil es einfach uns krank macht. Was sind dabei deine Visionen und Ziele für Josefs Bio? Ich wollte Fleisch essen, so wie meine Großeltern, so wie meine Vorfahren früher, so ohne Chemie, Weidehaltung. Ohne dass die Tiere gefoltert werden, dass die Tiere vollgepumpt werden mit Antibiotikum und hormoneller Fütterung. Ich habe durch meine Recherche, meine Weiterbildung einfach gemerkt, gesundes Tier, gesundes Fleisch, gesunder Mensch. Krankes Tier, krankes Fleisch, kranker Mensch. Wenn du das erstmal verstehst, weißt du, ey, du solltest eigentlich keine kranken Tiere, krankes Fleisch essen. Isst du was schon vollgepumpt ist mit Antibiotikum, nimmst du ja zu dir. Und wenn du aber eigentlich gar nicht krank bist, solltest du kein Antibiotikum nehmen. Oder Allgemeinmedikamente. Die Massenfleischindustrie wollen ja, dass die Tiere in kürzester Zeit mit wenig Platz, mit wenig Geld das Maximum ausgeschöpft wird. Die Tiere werden nicht mehr als Geschöpfe wahrgenommen, sondern als eine Sache, ja, die man einfach alles sich erkaufen kann. Man vergisst, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind. Man sollte als Mensch erstmal und dann als Muslim alles in Maßen essen und nicht übertreiben. Wir wissen ja auch aus dem Koran, dass Allah nicht möchte, dass wir in Überfluss handeln, weil Allah sagt ja, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Isst und trinkt, aber übertreibt nicht, denn Allah mag nicht, wenn ihr Israf macht, also nicht übertreibt. Deswegen aus dieser Überzeugung zu verstehen, dass es dem Tier gut gehen muss, damit du was essen magst. Ja, und im Vergleich zur konventionellen Haltung in Massen, in Hallen gehalten werden, nur um das Maximum diesem Tier rauszuholen. Und das kommt für mich als Mensch als erster Stelle und dann als Muslim nicht in Frage. Aus dieser Überzeugung bin ich tatsächlich auch zu Bio-Halal gekommen und das sind die größten Unterschiede. Was sind die konkreten Vorteile einer Bio-Halal-Ernährung für die Gesundheit der Verbraucher? Das Essentielle ist, unabhängig davon, ob man Bio-Halal isst, ist es, finde ich, wichtig zu verstehen, dass man erstens alles in Maßen isst, nicht in Massen. Wenn man erst versteht, dass das, was im Bereich Fleisch Bio-Halal betrachtet, dass ein Lebewesen ist oder war, das Allah erschaffen hat, damit der Mensch das genießen soll. Dieses Tier ist gerade gestorben, weil ich mich dazu entschieden habe, Fleisch zu essen. Wenn man sich mit diesem Gedanken erstmal befasst, und dann das Fleisch isst, fängt man automatisch an, erstens weniger Fleisch zu essen und dann betrachtet, okay, Fleisch ist für eine ausgewogene Ernährung wichtig und dann versteht, dass allgemein alles, was mit dem Tier zu tun hatte, zu sich nimmt und versucht zu genießen, einfach dem Menschen nur noch gut tun kann im Vergleich zu dem, was man aus der Massentierhaltung kennt. Ich empfehle jedem, der jetzt keine Lust oder auch für die finanziellen Erschwernisse hat, Bio-Halal-Fleisch zu kaufen, lieber Lammfleisch zu kaufen, auch aus dem Supermarkt oder türkischen Supermärkten, weil Lamm am schwierigsten ist in der Masse Antibiotika und hormonelle Fütterung zu geben. Das ist das Tier, was am wenigsten davon abbekommt noch. Und dann erst Rind und dann aber bei Rind wirklich aufzupassen, woher das Fleisch wirklich kommt, weil es gibt leider immer noch genug Tiere, die angekettet werden, aus der Massentierhaltung sind, Chicken aus der Massentierhaltung. Ich kann euch wärmstens empfehlen, die Finger weg davon zu lassen. Das macht euch sowohl geistig
als auch körperlich kaputt. Zwar nicht heute sofort und nicht morgen und übermorgen, aber langfristig wird es für uns alle Folgen haben. Ich versuche auch, obwohl wir an der Quelle sitzen, auch viel meinen Kindern Lammfleisch zu geben. Wie beeinflusst die Halal-Schlachtung den Geschmack und die Qualität des Fleisches? Für mich hat es eine sehr wichtige Rolle, unabhängig vom religiösen Aspekt, aus Überzeugung ehrlich gesagt mitgeben, dass es die beste Schlachtmethode ist. Alleine das Ausbluten selber. In der heutigen Zeit, das wissen viele gar nicht, überwiegend in Europa, wird mittlerweile nicht mehr mit einem Kehlschnitt geschlachtet, sondern mit einem Bruststich heißt es. Das heißt, die meisten Tiere bekommen hier einfach nur das Messer wird einfach hier reingestochen. Nach der Betäubung kommt hier ein Stich. Und es fließt sozusagen wie aus der Wanne im Vergleich. Für uns ist es ja essentiell, dass wir die 2 Halsschlagadern sofort durchtrennen und die Luft- und Speiseröhre idealerweise mit einem, unglücklicherweise mit 2 Schnitten rausschlagen, damit das Tier sofort stirbt. Und das ist ja für uns essentiell wichtig in der Halal-Schlachtung, dass das Tier keinerlei Leid empfindet und schnellstmöglich stirbt und vollständig ausblutet. Ich bin schon der Überzeugung, dass dadurch auch durch dieses Ausbluten einfach das Fleisch reiner wird. 99% auch die halal zertifiziert sind, kriegen hier einfach einen Stich und so werden sie auch verkauft. Das sind ja auch die Punkte, wo wir uns dann auch selber entschieden haben. Am Ende des Tages, wir gehen lieber nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, wo wir einfach sicher sind, dass alles noch so läuft, wie wir es kennen. Was sind die größten Herausforderungen bei der Beschaffung und Verarbeitung Bio-Halal-Fleisch? Ich als junger Bursche vor 10 Jahren, mit meinen 25 Jahren, bin zum Bauern gegangen, zum Hans-Peter musst du dir vorstellen, habe versucht, bei dem ein Tier zu kaufen. Der sich gedacht hat, was will der eigentlich von mir? Ja, der dieses Problem von mir gar nicht verstanden hat. Der das auch nicht verstehen wollte. Ich sage, Junge, lass mich in Ruhe. Heute ist er einer der größten Herausforderungen, die wir haben, Alhamdulillah, durch den Wachstum, die wir haben. Tatsächlich, dass wir immer mehr Bauernhöfe, immer mehr Schlachthöfe in die Kooperation mit reinnehmen, um A, die Mengen zu halten zu können und B, einfach, um auch die Qualität dabei parallel beizubehalten. Und du musst die guten Rassen finden, die für Fleisch geeignet sind, die gut züchten, den Weidegang geben, das entsprechende Futter geben und dabei das entsprechende Alter muss noch eingehalten werden und dann noch zur Schlachtung bringen und dann einen guten Schlachthof finden, der alle Bedingungen deiner konform ist. Finden. Seit wann machst du das Geschäft? Seit 2016. Das wird 10 Jahre. Die ersten 5 Jahre waren die schwierigsten Jahre, weil ich wirklich sehr viel gearbeitet habe und sehr wenig aber reingekommen ist. Wie stellst du sicher, dass die Tiere vor der Schlachtung stressfrei gehalten werden? Wir haben ja Kooperationsbauernhöfe, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben keine eigenen Tiere. Viele glauben oder denken, dass wir tatsächlich eigene Tiere haben. Es sind schon die Tiere, nachdem wir sie kaufen, sind es unsere Tiere, aber wir züchten sie nicht. Ja, wir haben Kooperationsbauernhöfe, mit denen wir zusammenarbeiten, die für uns die Tiere züchten. Alle diese Bauernhöfe sind biozertifiziert, mittlerweile europaweit in den Nachbarländern. Und dabei ist es für uns wichtig, dass es zu 100% Weidehaltung ist. Dass die Tiere keine hormonelle Fütterung kriegen, dass die nicht in Hallen großgezogen werden, sondern wirklich in kleineren Gruppen und komplett auf der Wiese. Das ist für uns essentiell. Wir besuchen unsere Bauern selber. Darüber hinaus gibt es Minimum sogar öftere Kontrollen jährlich, die Bauern auch, so wie wir in unserem Unternehmen auch die Kontrollen haben, sehr strenge Kontrollen haben. Die müssen nachweisen, dass sie ausschließlich Biofutter holen, ohne Pestizide Futter holen, dass die Tiere 100% auf der Weide leben, dass die nicht nur stressfrei, aber auch in größeren Plätzen sind. Darüber hinaus, wie gesagt, kennen wir fast alle unsere Bauern selber, ja, mit denen wir im engen Kontakt sind und wo wir per Du sind, selber in regelmäßigen Abständen hinfliegen, um die Bedingungen nochmal vor Ort selbst zu kontrollieren, unabhängig von den ganzen scharfen Kontrollen, die schon stattfinden. Das heißt, jede Schlachtung muss einer dabei sein. Egal was ist, ohne dass einer dabei ist, wird nicht zertifiziert. Alhamdulillah. Das ist das Beste, was wir machen konnten bis jetzt. Und es war für mich essentiell wichtig, dass wenn ich nur das gewährleisten kann, dann weiß ich, okay, ich kann das auch mit gutem Gewissen an die Menschen auch weitervertreiben und weiterverkaufen. Ansonsten macht es für mich nämlich keinen Sinn. Warum ist Bio-Halal-Fleisch oft teurer als konventionelle Alternativen? Glaubst du, der höhere Preis ist für den Konsumenten gerechtfertigt? Es gibt ein wichtiger, essentieller Baustein. Ich gebe es jetzt vom Hähnchen mal als Beispiel. In der Massentierhaltung kommt ein Hähnchen innerhalb von 26 Tagen zu seinem Schlachtgewicht.
Das heißt, in einer Halle Zehntausende von Tieren sehr günstig zu halten. Das Futter ist sehr günstig zu kaufen. Geht zur Schlachtung. Assalamu alaikum. In der Bioschlachtung, du hast eine bestimmte Anzahl, die du in einer Gruppe halten darfst. Du musst diverse Sachen einhalten, das ist Mindeststandard. Ich rede jetzt wirklich vom schlechtesten Bio gerade, damit man das so wahrnehmen und verstehen kann. Im Bio-EU-Siegel zum Beispiel ist es so, dass du mindestens 90 Tage, also 3-mal mehr, das Tier am Leben halten musst, bevor es zur Schlachtung geht. Und dann hast du sogar in den meisten Fällen, obwohl du teures Futter gekauft hast, obwohl du weniger Tiere hattest, nicht das gleiche Schlachtgewicht wie bei einem Hähnchen in der Massentierhaltung, nicht mal genauso viel Futter oder Fleisch rausbekommen. Und das ist der Grund, warum einfach Fleisch, also Biofleisch, teurer ist als Nicht-Biofleisch. Das ist das Erste. Und deswegen finde ich es ist gerechtfertigt. Und auch für den Kunden. Willst du lieber ein krankes Tier kaufen, was ein krankes Fleisch hat und dich selber krank macht? Oder willst du lieber in deine Gesundheit investieren und weniger Fleisch essen, dafür aber gesundes Tier, gesundes Fleisch, dadurch dich gesünder macht, in so ein Fleisch investieren? Deswegen finde ich das schon gerechtfertigt, jawohl. Was sind die zukünftigen Entwicklungen, die du in der Fleischindustrie siehst? Da bin ich sehr zwiegespalten. Ich sehe die Entwicklung in der Community allgemein, was die Bio-Halal-Fleisch-Community nenne ich sie jetzt mal. Ich sehe Positives. Durch unser Wachstum weiß ich, dass da sehr viel Interesse ist, Alhamdulillah. Und ich sehe auch, dass die Leute immer mehr daran Interesse haben, tatsächlich. Ich sehe aber auch parallel, dass die Fleischlobby an sich, die Massentierhaltung, die Produktion leider nicht weniger wird trotzdem, dass sie parallel steigt. Und das macht mir schon Sorgen, muss ich dir ehrlicherweise gestehen, weil ich mir insbesondere für unsere Community mir wünsche, dass sie, ich nenne sie jetzt mal, die Finger von diesen Massenprodukten und diesem vollgestopften Antibiotika-Fleisch weglassen. Was hast du über Massentierhaltung gelernt, das du vorher noch nicht wusstest? Ich wusste gar nichts über Massentierhaltung, bis ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Tatsächlich, natürlich mit der Zeit lernst du viel intensiver zu verstehen, warum das überhaupt gemacht wird. Dass das Einzige daraus Profit ist, dass die Tiere nicht als Geschöpfe Gottes oder als Nahrungsmittel gesehen werden, sondern einfach nur Eurozeichen oder Dollarzeichen bei den Großkonzernen. Denen geht es nur ums Geld. Denen geht es nicht darum, ob die dabei Tiere sterben oder nicht oder ob die krank werden oder nicht. Das interessiert kein Mensch, keine Sau, ja, auf gut Deutsch. Es geht nur um Profit. Was hat dich am meisten überrascht, seitdem du in der Branche arbeitest? Es sind angebliche Halal-Fleischanbieter, die auch kein Halal-Fleisch anbieten. Ob ihr das mir glaubt oder nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, die 5-mal am Tag beten und die mit gutem Gewissen Fleisch beim Deutschen, also deutsche Händler können natürlich auch Halal-Fleisch haben, kann ja alles sein, aber zu 100% nicht Halal-Fleisch, zum Beispiel Rindfleisch gekauft haben von der Nicht-Halal-Schlachtung und es ohne Probleme als Halal-Fleisch verkauft haben. Wenn ihr jetzt sagt, ja, woher weißt du das? Weil ich tatsächlich selber gezweifelt hatte und dort angerufen habe bei dem Schlachthof. Beim Rinderhäfen gibt es ein Etikett, da kann man sehen, wo die Tiere herkommen. Da muss es immer Herkunftsnachweise geben. Angerufen habe, nachgefragt habe, ob in diesem Schlachthof auch Halal-Schlachtungen gibt. Und mir wurde garantiert, dass weder das Unternehmen eine Halal-Zertifizierung hat, noch vor Ort eine Halal-Schlachtung existiert. Den Leuten geht es gar nicht um Halal oder nicht Halal, sondern es geht auch bei denen nur ums eine und es geht nur ums Geld. Und das war für mich so ein krasses Wow-Moment. Es gab Tage, Monate, wo ich meine Miete nicht zahlen konnte. Alhamdulillah, wo ich gesagt habe, oh Allah, möge mir inshallah nie diesen Tag mir zeigen, dass ich mich zwischen Halal und nicht Halal entscheiden muss. Lieber verkaufe ich kein Fleisch. Das ist auch tatsächlich dann bei uns so. Bei uns gibt es manchmal, hast du die Möglichkeit, bei uns Fleisch zu bestellen. Es kommt weniger an. Weil wenn in einer Woche zu viele Bestellungen kommen und wir aber eine bestimmte Menge an Bio-Halal-Fleisch da haben, dann müssen wir das gerecht verteilen. Aber jetzt zum Beispiel auch kurz vor Ramadan, wenn die Bestellungen extrem in die Höhe schießen und obwohl wir gut geplant haben, mal sein kann, dass wir weniger Tiere bekommen, obwohl wir mehr geschlachtet haben oder viel mehr Bestellungen bekommen, obwohl wir genug geplant hatten. Aber ich sage immer, hey, sorry, lieber verkaufe ich dann kein Fleisch oder weniger Fleisch als das Fleisch, was ich und meine Familie nicht essen können. Für mich gibt es ein Motto, ich verkaufe nichts, was ich und meine Kindern nicht gebe, was ich selber nicht genieße, das verkaufe ich auch nicht. Wie baust du deinen Glauben in deinem Alltag ein? Das Allerwichtigste, 5-malige Gebete am Tag, das ist das Essentielle, damit du die Verbindung zu deinem Schöpfer nicht verlierst. Weil wenn du die Verbindung zu deinem Schöpfer verlierst, verlierst du meiner Meinung nach die Realität.
bist du der Überzeugung, dass du für dich selbst reichst. Aber du vergisst dann, wer du eigentlich bist. Du bist nur, so wie alle anderen auch auf dieser Welt, ein Geschöpfe Gottes. Wenn du das vergisst oder verlierst, aus der Realität deines Alltags, Lebenalltags rauszunehmen, denkst du, du bist besser als alle anderen, bist du aber nicht. Du bist genauso gut. Und du kannst auch alles schaffen, der jemand was anderes. Also genauso, weil Allah hat allen 2 Hände, 2 Augen, eine Nase, einen Mund und einen Kopf und ein Herz gegeben. Und wir können alle alles schaffen, sobald wir nicht aufgeben, sobald wir alles tun in unserer Macht und den Rest Allah übergeben und das mit unseren Bittgebeten kombinieren, dann bin ich der felsenfeste Überzeugung, dass wir die Realität immer so beibelassen, dass wir nie vergessen, dass wir eines Tages zu ihm zurückkehren werden. Weil wenn du das nicht vergisst, mit deinen Gebeten zusammen, weißt du auch, von wo du herkommst und wohin dein Ziel dich eigentlich führt. Du bist von Allah gekommen und zu Allah kehrst du zurück. Und wenn du mit diesen essentiellen Werten lebst, kannst du gar nicht Abkürzungen nehmen oder einen Zickzack machen, deinen Herr und deinen Schöpfer vergessen. Und deswegen gerade insbesondere mein Glauben ist das Wichtigste in meinem Leben. Ohne meinen Glauben bin ich nicht mal halb so viel wert. So fühle ich mich. Hat dein Glaube in schwierigen Zeiten Halt gegeben? 100%. Ohne meinen Glauben wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Mein Glauben ist der Bestandteil dessen, was ich bin, als Mensch, als Unternehmer, als Familienvater, als Person Yusuf. Alles in einem. Kann man religiöse Werte in einer modernen Wirtschaft wirklich leben? Zumindest in meinem Unternehmen, Alhamdulillah, können alle frei beten, dürfen alles machen in der religiösen Perspektive. Ich hatte damals zum Beispiel, wo ich bei Daimler gearbeitet habe, auch Ausbildung gemacht habe, ich musste immer heimlich beten, ja, weil es verpönt war oder man es mir nicht erlauben wollte, auch in meinen Pausenzeiten nicht. Alle durften rauchen gehen, aber wenn man gebetet hat, war das Ganze, wie, du gehst jetzt beten, ja. Weil ich das tatsächlich damals auch als Jugendlicher, als Rebell, sag ich mal, bewusst so gesagt habe, ich gehe jetzt beten. Das hat man ungern gesehen, auch sogar in der Uni. Wir haben unter den Treppen gebetet, wo ich mir denke, hallo, wo leben wir? Dass ich meine Religion frei ausüben darf, ohne dass mich jemand dumm aus der Seite anguckt. Und ich glaube, ja, man kann und man sollte sogar seine Religion bewusst leben. Man sollte sie auch in der Arbeit, in der Wirtschaft bewusst ausüben, überall. Egal ob Arbeit oder auch keine Arbeit. Was denkst du über Hayal Hanem? Ich finde Hayal Hanem ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, gerade insbesondere was Social Media angeht, insbesondere der türkischen Gemeinde, finde ich es essentiell und wichtig, wie viel auch Mehmet Hoca beigetragen hat in den letzten 10 Jahren, weil ich kenne knapp seit 10 Jahren Hayal Hanem tatsächlich die Videos über YouTube. Kann ich jedem empfehlen. Da ich glaube, mittlerweile habt ihr auch, der deutsche Kanal ist jetzt mittlerweile seit 2 Jahren, gibt es euch, glaube ich, macht er sehr, sehr gute Arbeit. An sich hatte ich tatsächlich so persönlichen Kontakt das erste Mal mit euch, was mich sehr freut. Einer meiner Mitarbeiter hat mir erzählt, der auch aus der Türkei gekommen ist, dass er durch die Videos über Hayal Hanem angefangen hat zu beten. Das zeigt schon, wie wichtig und wie essentiell die Arbeit durch soziale Medien ist. Dass man dadurch Menschen mitnehmen kann und Menschen auch das Richtige geben kann. Dazu beiträgt, nochmal ihre Religion auszuüben. Das zeigt schon sehr viel meiner Meinung nach. Und deswegen ist es eine essentielle und wichtige Arbeit, die ihr macht. Möge Allah euch da reichlich belohnen dafür. Ich kann der Community nur eine Sache sagen: Bindet euch tief und fest an den Seil Gottes. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste auf dem Weg zum Ziel. Ja? Und nur dadurch weiß derjenige, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ja? Und vergiss nicht, egal wann und egal wo du stehst, du kannst immer zu deinem Schöpfer und immer zu seinem Seil greifen. Und egal in welcher Situation man ist, ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, sich diesem Seil, egal auch wenn er sie mal losgelassen hat, immer wieder dran sich festzuhalten. Danke euch. Assalamu alaikum.